Dieser physische, von Kraftanstrengung geprägte Akt der Häutung war ein Teil der Arbeit. Das heißt, wir sprechen hier tatsächlich über ein prozessuales, interdisziplinäres Werk, was so bisher noch nicht gelesen worden ist. Heidi Bucher zählt sicherlich zu einer der wichtigsten Künstlerinnenfiguren im 20. Jahrhundert, da sie sich mit experimentellen Materialien und emanzipatorischen Themen einem ganz neuen Aspekt in der Kunstgeschichte gewidmet hat, nämlich den sensuell empfindsamen Körper. Die Vorbereitung der Ausstellung haben fast über 3 Jahre in Anspruch genommen. Diese Retrospektive leistet sicherlich den Beitrag, im Verständnis des Werks von Heidi Bucher erstmalig alle Werkphasen zu zeigen, zu präsentieren. Das heißt tatsächlich von ihren jüngsten Anfängen während der Studienzeit an der Kunstgewerbeschule in Zürich bei Johannes Itten, die Berührungspunkte mit dem Bauhaus, die damals aufgekommen sind, über ihre experimentellen Jahre in den USA, ob in New York, in Los Angeles, wo sie lange war, an der West Coast oder aber auch in Kanada und darüber hinaus dann tatsächlich das Latex, das Hauptwerk mit den Latexarbeiten, das in den Mitte der 1970er Jahre anfängt, bis hin zu ihrem Lebensende 1993. Prinzipiell bei diesen Häutungsaktionen bringt sie Gase an der Wand auf mit Kleister, beschmiert es mit Latex, mit den eigenen Händen wird es eingerieben, es folgt ein Trocknungsprozess und dann ein von starker physischer Kraftanstrengung geprägter Prozess des Abnehmens und Abziehens. Also sicherlich ein zentrales Moment dieser Ausstellung ist die Gegenüberstellung von Latexwerken und eben auch filmischen Werk, das wir erstmalig überhaupt in dieser Ausstellung hier präsentieren und wo eben auch daraus hervorgegangen ist, dass Heidi Bucher tatsächlich jede ihrer Häutungsaktionen gefilmt hat. Und auch in Briefen konnten wir nachvollziehen, dass sie eine Gegenüberstellung gewünscht hat in Ausstellungen, die ihr zu Lebzeiten leider nicht teilgeworden sind. Der Fund des Filmmaterials hat uns auch noch einmal mehr die starke performative Qualität ihres künstlerischen Schaffens vor Augen geführt. Das heißt, dass Heidi Bucher sich selber auch in Posen inszeniert hat, sowohl im filmischen Material als auch im fotografischen. Mit der Aufarbeitung ihres Werks zeigt sich eben mit Anbeginn der 1970er Jahre und ihrem experimentellen Werk, was stark aus den USA geprägt war, dann auch beispielsweise sie sich weiblichen fragmentarischen Anatomien widmet, was eben eine starke Motivsprache auch des Feminismus ist. Sie war sicherlich inspiriert eben von diesen emanzipatorischen Themen und auch Motiven, mit denen sie dort in Berührung gekommen ist in Kalifornien. Nichtsdestotrotz, über eine kurze Phase von 3 Jahren wird das Thema der Nacktheit, der nackte Körper, niemals wieder auftauchen, sondern sie widmet sich der Haut, die uns allen gleich ist. Haut, über die wir alle gleich erfahren. Wir wissen seit wenigen Jahren, dass in den Neurowissenschaften, in der Biologie, aber auch in der Psychoanalyse die Haut ein ganz zentrales Thema ist, Welt zu empfinden, aufzunehmen, zu spüren, zu verarbeiten, auch in diesem Zusammenhang eben auch mit der Psyche. Dort geht sie sicherlich weit einen Schritt über diese feministischen Themen hinaus und setzt sich auch letztlich für geschlechterlose Utopien ein. Heidi Bucher setzt sich mit sehr ernsten Themen auseinander, beispielsweise eben auch Machtverhältnissen im Privaten wie im Öffentlichen. Aber sie strebt auch eine Wandlung dieser Verhältnisse an und macht das auf eine unheimlich poetisch und sinnliche Art und Weise. Sie werden auf allen Werken in dieser Ausstellung Perlmuttpigmente entdecken. Das ist auch der Titel der Ausstellung: Metamorphose, Verwandlung, sich transformieren und sich für etwas Neues einsetzen und eintreten. Eine der ersten zentralen architektonischen Häutungen, die Heidi Bucher dann vornimmt, das macht sie in ihrem Elternhaus, in dem Herrenzimmer. Ein Zimmer, das vormals ihres Vaters vorbehalten war und sicherlich auch für patriarchale Strukturen steht. Wir haben im Werk von Heidi Bucher immer ein Wechselverhältnis, nämlich von privaten und öffentlichen Verhältnissen, wiefern sich das Öffentliche in das Private einschreibt oder umgekehrt. Sie wendet sich dann aber mit den 1980er Jahren vermehrt auch Orten, historisch belasteten Orten zu. Das können sowohl Orte sein wie ein Gefängnis, eine Psychiatrie oder aber auch ein ehemaliges Grand Hotel, das zum Interniertenheim für jüdische Mädchen und Frauen in den 1940er Jahren wurde.
Mit all diesen einzelnen Orten stößt Heidi Bucher zutiefst politische Themen an, die oftmals in der Gesellschaft von Verschwiegenheit bedeckt waren. Die Auseinandersetzung Heidi Buchers mit Körperpolitiken gewinnt sicherlich einen Höhepunkt in der Häutung des Audienzzimmers des Dr. Binswanger, einer psychiatrischen Klinik nahe am Bodensee gelegen. Dieses Audienzzimmer des Dr. Binswanger ist ein sehr besonderer Ort, weil dort um die Jahrhundertwende, nämlich in engem Austausch Sigmund Freud mit Binswanger, seine erste Probandin der Studien der Hysterie, die Anna O., behandelt hat. Man sieht auch hier wieder, es geht um eine Krankheit, die vormals einem Geschlecht zugeschrieben wird, der Frau. Heidi Bucher rückt ins allgemeine Bewusstsein mehr und mehr und wir hoffen natürlich mit dieser Ausstellung, dass sie einen festen Platz gewinnt in der Kunstgeschichte des 20., aber auch 21. Jahrhunderts insbesondere.